Der erste Entwickler-Livestream nach dem Release des Microsoft Flight Simulator 2024 fand am 4. Dezember statt. Jörg Neumann, Sepp und Martial äußerten sich zum katastrophalen Start und nannten Gründe dafür. Des Weiteren gab es einen größeren Frage-Antwort-Block. Von Working Title war jemand zu Gast und man warf einen kleinen Ausblick in die nahe Zukunft. In diesem Video fasse ich entsprechend kompakt zusammen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Yes. Hi, thank you for joining us today. Ja, und so ging es also los mit dem ersten Livestream der Entwickler nach dem Release des Microsoft Flight Simulator 2024 und das Ganze fand eine Woche später als ursprünglich geplant statt, denn es gab und gibt jede Menge zu tun für das Team. Während der Danksagung an die Community für die Unterstützung und der anschließenden Entschuldigung, wie das aktuell oder gerade auch zu Release alles abgelaufen ist, war es den Beteiligten schon anzumerken, wie maximal unangenehm die ganze Situation auch für sie ist. Für die Probleme in der Release-Woche sorgte das sogenannte CDN. CDN steht dabei für Content Delivery Network und Jörg Neumann erklärte, dass am ersten Tag durch über 100 Milliarden Anfragen an das System und hierzu zählt jede kleinste Dateianfrage, dieses komplett kollabierte. Sepp präsentierte dabei verschiedene Diagramme und zeigte auf, dass nach der Umstellung des CDN das System eine Stabilität von 99,99% erreicht hat. Zum Release-Tag machten dabei die Packages die großen Probleme und im weiteren Verlauf dann die Weltdaten, auf die man dann ja erst Zugriff hatte, nachdem alles installiert war und man überhaupt die Chance hatte, die Simulation zu starten. Nach der Umstellung des CDN normalisierte sich alles langsam und ging in den grünen Bereich über. Parallel arbeitete man direkt mit Hochdruck an den ersten Patches. Am 23.11. kam der erste, am 2.12. bereits der zweite und so kamen neben wenigen kleineren Verbesserungen eine spürbare Verbesserung ab dem Zeitpunkt, als man sich dazu entschieden hatte, nicht mehr alles wahllos zu streamen, sondern kritische, ungeprüfte Inhalte zu deaktivieren. Ein dritter und somit auch größerer Patch kommt in der Woche vom 9. Dezember und Teil dessen wird sein, dass wir Inhalte eigenständig deaktivieren und aktivieren können. Und hier sind sich alle Beteiligten und auch die Community darüber einig, das wird sicherlich eine Verbesserung mit sich bringen. Jeweils ein großes SIM-Update wird es dann in Q1 bzw. auch Q2 2025 geben. Kommen wir nun zum großen Frage- und Antwortblock. Und hier ging es in der ersten Frage darum, weshalb man sich für den Großteil der Daten dazu entschieden hat, diese zu streamen. Worin liegen die Gründe für diese Entscheidung? Hierzu äußerte sich Sepp sehr umfangreich und zusammengefasst läuft es darauf hinaus, dass man im Grunde gar keine große Wahl hatte. Der Simulator ist so groß, was das Datenvolumen angeht, dass alleine die Standard-Edition bereits 1,4 Terabyte umfasst. Und da sind dann selbstverständlich noch gar keine Satellitendaten bzw. Weltdaten mit eingerechnet. Zum Vergleich, die Grundinstallation im Microsoft Flight Simulator 2020 hatte in der Standard-Edition eine Etwa-Größe von 150 GB. Durch die riesigen Datenmengen im 2024er hätte die große Mehrheit der User gar keine andere Möglichkeit, als diese zu streamen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Frage aus dem Chat aufgegriffen, die da lautete, wird es denn irgendwann möglich sein, Inhalte komplett herunterzuladen und dauerhaft auf die Festplatte zu packen? Und ja, diese Option möchte man zur Verfügung stellen, sodass man beispielsweise die Flugzeuge, mit denen man überwiegend unterwegs ist, komplett auf die Festplatte packt oder aber auch gezielt den ein oder anderen Airport oder eine Szenerie komplett herunterlädt. Die Grenze dessen wird dann im Endeffekt nur diese sein, wie viel Festplattenplatz man zur Verfügung hat, und es wird in diesen Beispielen dann aber auch so sein, dass nach wie vor sehr, sehr viel gestreamt wird. Ab wann der komplette Download von Inhalten möglich ist, darüber wurde noch nicht gesprochen. Was auch erwähnt wurde, ist, dass wer beispielsweise die Möglichkeit hat, den Rolling Cache zu erhöhen, der standardmäßig bei 16 GB liegt, diese gerne erhöht werden kann, denn auch Flugzeugdaten, zum Beispiel Texturen und so weiter, werden dort entsprechend abgelegt, und sollte man nun wiederholt mit dem gleichen Flugzeug immer wieder unterwegs sein, bedient sich das System am Rolling Cache und zieht daraus die Daten, also für das Flugzeug in diesem Fall, und gibt somit Kapazitäten für die Welt darum herum frei. Die zweite Frage dieser Folie hier beschäftigte sich ebenfalls mit dem Rolling Cache. Hier wird angefragt, ob dieser denn im 2024er richtig funktioniert, da auffallend oft Inhalte scheinbar erneut heruntergeladen werden, über die man gerade erst hinweggeflogen ist. Und auch hierzu antwortete Sepp entsprechend. Er bestätigte, dass der Rolling Cache aktuell
aktuell eine Effizienz von ca. 80% aufweist. Außerdem hätte man Probleme mit dem Textur-Mid-Level. Man ist sich dieser kleineren Fehler bewusst und arbeite an einer höheren Effizienz des Rolling Cache. Die nächste Frage beschäftigte sich mit der Tatsache, dass User davon berichteten, dass der LOD, also der Level of Detail, immer wieder sehr eingeschränkt ist. Texturen poppen plötzlich auf oder sind matschig dargestellt. Das Ganze passiert sowohl auf PC als auch auf Xbox. Und die Frage ist nun, woran kann das liegen und vor allem, wie kann man es eventuell vermeiden? Und Sepp ergriff erneut das Wort. Direkt in den ersten Tagen zu Release lässt sich dieses Problem eindeutig auf die CDN-Problematik zurückführen, worum es im ersten Teil dieses Videos ging. Sollte es 2, 3, vielleicht 4 Tage nach Release nicht eindeutig besser geworden sein, kann die Ursache dafür auch daran liegen, dass lokale Dateien beschädigt sind. In diesem Fall wird zu einer kompletten Neuinstallation geraten. Am PC wird außerdem dazu geraten, in den Grafikeinstellungen die Framerate nicht festzusetzen. Auf Xbox wiederum hat es teilweise Auswirkungen durch den begrenzten Arbeitsspeicher. Der Umgang damit wurde bereits stark verbessert. Man arbeitet hier jedoch permanent weiter an Lösungen. In der letzten Frage auf dieser Seite geht es noch einmal explizit um Xbox. Und auch hier geht es nochmal um den Speicher der Konsole, da es nach wie vor zu Systemabstürzen kommt, insbesondere bei Großflugzeugen, also Airlinern oder auch bei langen Flügen. Hierzu erklärte Sepp, dass mit den beiden ersten Patches bereits kleinere Nachbesserungen vorgenommen wurden und man hier aber auch permanent an Optimierungen der Inhalte arbeitet, sodass diese sich auch auf Xbox weiter stabilisieren. Die erste Frage auf Seite 2 des Frage- und Antwortblocks beschäftigte sich nochmals mit dem Thema der Möglichkeit, Inhalte komplett herunterzuladen. Die Antwort darauf hatten wir bereits innerhalb der Frage 1 von Seite 1 und wurde deshalb hier übersprungen. In den nächsten beiden Punkten geht es um Hardware von Drittanbietern, also beispielsweise um Peripherie wie Flightsticks, HOTAS-Systeme, Eye-Tracker und so weiter. Als erstes wurde gefragt, wie der Status für Standardprofile denn sei, denn bei vielerlei Hardware gibt es keinerlei Standardprofile, die man sinnvoll verwenden kann. Oftmals sind beispielsweise Achsen verdreht, Standardeinstellungen erst gar nicht hinterlegt oder aber auch Dinge doppelt belegt, die dann wiederum kritische Fehler auslösen. Und die Antwort ist relativ simpel. Im Grunde hat jeder Drittanbieter für Hardware es selbst in der Hand. So zumindest die Antwort von Martial und naja, die ist irgendwie nicht ganz zufriedenstellend, ehrlicherweise. Denn zum einen wird erwähnt, dass der Drittanbieter seine Software am Marktplatz zukünftig dann bereitstellen kann und den gibt es ja bekanntlicherweise noch nicht, also den InSim-Marktplatz. Und zum anderen kann er seine Software auf seiner eigenen Drittanbieter-Homepage natürlich zum Download anbieten und diese Software kann man wiederum dann über den Community-Ordner in den Microsoft Flight Simulator 2024 integrieren. Das aber halt leider nur am PC. Xbox funktioniert auf diese Art und Weise natürlich nicht und darüber wurde nichts weiter erwähnt. Gut, kann man sagen, jetzt gibt es natürlich entsprechende Apps, Thrustmaster oder auch Turtle Beach bietet sowas auch auf Xbox an. Die Updates innerhalb dieser Apps beziehen sich jedoch ausschließlich auf Hardware-Updates an sich. Spezifische Profile beispielsweise für den Microsoft Flight Simulator 2024 kann man darüber nicht installieren. Von daher bleibt dieser Punkt vermutlich so lange offen, bis der InSim-Marktplatz wirklich verfügbar ist. Falls ihr eigenständig eure Steuerung konfigurieren wollt und dabei Unterstützung benötigt, ich habe kürzlich ein Video entsprechend auf meinem Kanal veröffentlicht, welches ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke und hier jetzt rechts oben. Im vierten Punkt auf dieser Seite geht es dann um den Status des InSim-Marktplatzes und wann dieser kommen wird. In der Vorwoche des Release des Microsoft Flight Simulator 2024 hieß es, dass es wenige Wochen nach Release soweit sein wird. Und hier möchte man den Drittanbietern aber mehr Zeit einräumen, um ihre Inhalte entsprechend vorzubereiten, wodurch sich dann auch der Zugriff auf den InSim-Marktplatz im Microsoft Flight Simulator 2024 nach hinten verschiebt. Aktuell ist zeitlich die Rede von Anfang 2025.
Und so kommen wir zur letzten Frage auf Seite 2 des Frage- und Antwortbereichs. Ab wann wird es möglich sein, über den Bereich Meine Bibliothek Inhalte zu deaktivieren? Und auch hier gab es schon mal eine Teilantwort zu einem früheren Zeitpunkt des Entwickler-Livestreams. Zum einen wird durch den Patch Nummer 3, der in der Woche des 9. Dezember erscheinen wird, die Möglichkeit integriert, Inhalte zu deaktivieren. Zum anderen sollen aber dann auch Mitte Dezember weitere Informationen folgen. Im nächsten Teil der Veranstaltung zeigte man vielerlei Bugs auf und wie man diese angehen möchte oder bereits angegangen ist. Wer hierzu ständig auf dem Laufenden bleiben möchte, dem empfehle ich an dieser Stelle das offizielle Forum des Microsoft Flight Simulators. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier jetzt auf jedes Detail einzugehen, würde den Rahmen eines kompakten Videos tatsächlich sprengen. Als nächstes war dann Matt zu Gast mit einem Working Title Update. Die hier auf der ersten Seite genannten Punkte waren allerdings nur noch mal eine Wiederholung dessen, was eigentlich ohnehin schon bekannt ist tatsächlich. Die jetzt im 2024er mögliche Flugplanung über das EFB wurde erwähnt. Außerdem die vereinfachte Möglichkeit, Flugpläne teilen zu können. Die integrierten Charts wurden auch nochmal erwähnt, genauso wie die neuen, jetzt tieferen Avionik-Systeme. Außerdem wurde die verbesserte Qualität der Navigationsdaten und deren Funktionsumfang erwähnt, sowie die Standardisierung der Plattform-APIs. Im Anschluss zeigte Matt dann noch ein paar bewegte Bilder zum Flight Planner. Hier kann man extern oder beispielsweise auch auf Handy oder Tablet, wobei das noch nicht über eine App geht, sondern tatsächlich über den Browser, umfangreich Pläne erstellen und in den Microsoft Flight Simulator 2024 integrieren. Wer sich das einmal genauer angucken möchte, auch hierzu findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Und dann gab es noch ein paar allgemeine Daten dazu. Seit Release gab es für den Flight Planner insgesamt 7 Updates bisher. Man behält die Performance permanent im Blick und was zukünftige Verbesserungen angeht, so arbeitet man aktuell an der Synchronisierung der Flugzeugposition über den Webplanner, an der Integration von Flugrouten aus der realen Welt und an weiteren Wetterschichten. Matt hatte noch ein paar weitere Themen mit im Gepäck, wie beispielsweise die neuen Nav-Data-Features im Microsoft Flight Simulator 2024. Wer sich hierzu jedes Detail im Nachgang nochmal reinziehen möchte, ich packe euch den Link zum kompletten Entwickler-Livestream selbstverständlich hier unten in die Videobeschreibung. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich nicht jedes Detail hier wiedergeben kann. Ansonsten hätte ein kompaktes Video, welches es dann eigentlich nicht mehr wäre, vermutlich annähernd die gleiche Länge wie der Entwickler-Livestream selbst. Im nächsten Punkt ging es um das kostenlose World Update Nummer 19 mit Brasilien. Ihr erinnert euch, da war doch was. Eigentlich sollte das Anfang Dezember releasen. Und das Ganze wurde jetzt jedoch aufgrund der veränderten Prioritäten auf Januar bzw. Februar weitergeschoben. Einen genauen Release-Termin gibt es Stand jetzt noch nicht. Und in diesem Zuge betrifft das dann auch die Local Legend Nummer 20, die Cap 4. Auch diese wird dann im Januar bzw. Februar gemeinsam mit dem World Update Nummer 19 erscheinen. Danach folgte ein Blick auf die Roadmap für 2025 und das sind natürlich interessante Informationen, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es natürlich viel wichtigere aktuelle Punkte, die dringend zu lösen sind und man merkte einmal mehr Jörg Neumann direkt an, wie gerne er über zukünftige Projekte sprechen würde, es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch eher unangebracht und unangenehm ist, da die Pilotinnen und Piloten erstmal Lösungen für aktuelle Themen benötigen und ich persönlich habe schon den Eindruck, dass es allen Beteiligten durchaus sehr bewusst ist. Und jetzt hat man sich ein paar Gedanken dazu gemacht, wie kann man denn der Community aufgrund der massiven Probleme während der Release-Woche, und machen wir uns nichts vor, wir sind weit davon entfernt, dass es rund laufen würde, eine entsprechende kleine Wiedergutmachung irgendwie mit auf den Weg geben. Und da ist es natürlich eine Option, eigentlich kostenpflichtige Inhalte für alle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Genau das wird passieren und zwar mit insgesamt 4 verschiedenen Fluggeräten, die alle Pilotinnen und Piloten kostenlos erhalten werden. Und so werden wir die Famous Flyer Nummer 11, die Cessna 185F, entwickelt wird diese gemeinsam mit Carenado, kostenlos bekommen. Wann das der Fall sein wird, wurde nicht erwähnt. Laut Roadmap wäre die Famous Flyer Anfang 2025 fällig. Die zweite Maschine, die erwähnt wurde, ist die Cap 4, welche ja im Zuge des Release des World Update Nummer 19
2019 um Brasilien herum im Januar oder Februar kommen soll. Entwickelt wird diese bekanntlich gemeinsam mit INI Builds. Die beiden dann noch offenen Maschinen wurden nicht weiter erwähnt und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Abschließend hat man sich erneut und sehr förmlich nochmals dafür entschuldigt, wie der ganze Release abgelaufen ist und mit welchen Umständen er behaftet war. Man betont, dass man uneingeschränkt hart an dem großen Projekt arbeitet und dass die ganze Situation natürlich auch für das Team massiv frustrierend war. Und ja, selbstverständlich hätten alle gar kein Problem damit gehabt, wenn das alles ohne Nebengeräusche abgelaufen wäre. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video hier einen guten und kompakten Gesamteindruck des ersten Entwickler-Livestreams nach dem Release des Microsoft Flight Simulator 2024 geben konnte. Däumchen und Abo bitte nicht vergessen und falls es Fragen oder Ergänzungen geben sollte, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.